Willkommen zurück auf unserer Fahrradweltreise. Uns kennt ihr ja schon, aber die eigentliche Last tragen, haben wir noch gar nicht vorgestellt. Ohne sie wären wir nicht hier. Unsere Drahtesel Emil und Elias sind Vollblut- oder eher Vollstahl-Reiseräder und tragen uns seit 2018 bzw. 2019 sicher durch den Alltag. Nun sogar bis hier nach Schottland. Nach 40 Tagen erreichten wir die schottische Grenze. Unser Start der Fahrradweltreise war am 2. Juni 2024 in Emden, Ostfriesland und führte uns über die Niederlande, Belgien und Frankreich. Von Dunkerque nahmen wir die Fähre nach Dover und fuhren im Zickzack durch England, bis wir Schottland erreichten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits 2548 Kilometer in den Beinen. Die weitere geplante Route ist 1272 Kilometer lang und führt uns vom Südosten Schottlands bis rauf auf die Shetlands. Dabei folgen wir zumeist der Ostküste und durchqueren Städte wie Edinburgh, Dundee und Aberdeen. In Inverness suchen wir am Loch Ness nach Nessie und radeln weiter gen Norden. 2 Fährfahrten bringen uns vom englischen Mainland über die Orkneys zu den Shetlands, wo wir wundervolle Tage verbringen und die Inseln erkunden. Hey! Willkommen in Schottland. Obwohl hier Wildcampen erlaubt ist, gestaltet sich unsere erste Schlafplatzsuche schwieriger als gedacht. Und so schieben wir die Drahtesel einen kleinen Pfad hinunter zum Ufer des Kranzflusses. So endet der Tag mit dem vorerst letzten Blick nach England. Ja, perfekt. Ja, 7 Minuten circa. Und ob der Camper morgen da noch steht oder nicht, erfahren wir bald. Ob wir weiter müssen oder nicht, erfahren wir auch. Bei Schottland. Ein Drahtesel-Abenteuer. Wir hatten Glück, die Nacht war ruhig. Am Morgen weht der Wind frisch, die Landschaft wird weit und die schottischen Orte umgeben uns. Und dann begegnen wir noch direkt auf den ersten Kilometern einem alten Bekannten. Passender könnte es kaum sein. Drahtesel trifft Original. Esel sind schon toll. Im Supermarkt entdecken wir gekühlte Mini-Pizzen. Genau passend für unsere Pfanne. Nach so vielen Tagen mit Nudeln fühlt sich dieser improvisierte Pizzaabend wie echter Luxus an. Du machst ein Video. Unser selbst kreierter Ofen. Pizzaofen. Da Wildcampen hier erlaubt ist, macht es den Abend noch ein bisschen entspannter. Obwohl die Heide in Schottland erst so richtig im August und September blüht, haben wir auf unserem Weg in die Hauptstadt Schottlands Glück und können bereits die ersten lila Flecken in der kargen Landschaft erblicken. Ein schottischer Sommer. Ehrlich! So eine frische klares Wasser. Eiskalt Wind. Perfekt. Aber so schlimm ist es auch nicht. Also, eigentlich ist es wirklich ganz schön. So ein bisschen klamm. Ja. Ah, es passt. Jetzt hoffen wir, dass wir heute in Edinburgh, einen Campingplatz finden. Das wäre toll. Fahrt nach Edinburgh. Irgendwo da hinten ist es. Und wir gehen heute auf den Campingplatz. Heute wird soeben beschlossen. Und ja, das andere ist Roma. 250 € die Nacht haben wir nicht. Ja, nehmen wir lieber ein Zehntel. Also, wir zählen eigentlich. Ja. So, auch kein Zehntel, weil du nicht voll. Ja, Edinburgh ist eine Stadt der Geschichten und Legenden. Die heutige Hauptstadt Schottlands wurde 1130 gegründet. Besonders benannt ist das Edinburgh Castle, welches über der Stadt auf einem erloschenen Vulkan thront. Zudem brachte die Stadt eine fiktive Berühmtheit hervor: Harry Potter. Denn J.K. Rowling schrieb hier ihr erstes Buch. Zahlreiche Schauplätze in der Stadt erinnern an die magische Welt. Wir schlendern gemütlich ohne Filmkamera durch die Innenstadt. In einer Pause probieren wir das Nationalgericht Haggis und besuchen einen schottischen Pub.
Unbeschadet fahren wir durch die schönen Straßen und über die riesige Forth Road Bridge hinaus aufs Land. Wahnsinn, oder? Eine Brücke, unsere Brücke und noch eine Brücke. Und da kommt hinter uns das schlechte Wetter. Hell weg. Zum Glück sind wir dem Unwetter gerade noch einmal entkommen. Ist das herrlich? Herrlich. Und die Kühe. Ja! Runter geht's! Ich hab was gefunden. Eine Pfauenfeder und hinter uns kommt ein Auto. Ja, so ist das. Darum schnell in die Natur und einen Schlafplatz suchen. Doch bevor es ins Zelt geht, wird noch königlich gespeist. Am nächsten Tag bereitet Kiras Trophäe ihr immer noch Freude. Für meine Pfauenfeder. Im Nu radeln wir weiter dem Norden entgegen. Dabei durchqueren wir malerische schottische Örtchen und tauchen immer wieder in die Natur ein, welche jedoch auch eher unliebsame kleine Begegnungen für uns bereithält. Das ist der Ich lass mich nicht stechen von Moskitos-Tanz. Und die kommen mit jetzt. Und die kommen Ramsen. Die haben wir alles, oder? Bremsen steht am Arsch bei. Das glaube ich. Ich habe Natürlich nicht. Das konnte man noch nie sehen. Ja, das stimmt. Okay, dann putzen wir mal fertig Zähne und gehen dann schlafen. Ob Regen oder Sonnenschein, jeden Morgen führen wir auf unserer Radreise die gleiche Routine durch. Luft aus der Isomatte raus, Schlafsack einpacken, Taschen packen und zuletzt Zelt abbauen. Jeder Handgriff sitzt und hoffentlich haben wir nichts vergessen. Auf geht's nach Dundee! In Dundee füllen wir nur unser Proviant auf und ahnen noch nicht, was wir am Abend entdecken werden. Kleine Snacks im Zelt mit atemberaubender Aussicht. Wenn wir in einer solch überwältigenden Kulisse einschlafen und mit dem Morgengrauen erwachen, wissen wir ganz genau, wofür wir das hier eigentlich machen. Wir machen es für uns. Wir reisen langsam, sehen viel, werden immer wieder nett empfangen, haben tolle Gespräche und werden manchmal sogar eingeladen. Es ist gewiss nicht immer die einfachste Art zu reisen. Jedoch gewiss eine, die einen das Stück näher an Naturgewalten und Abenteuer bringt. Die einem zeigt, wie stark man ist und was man alles erreichen kann. Zugleich erdet sie einen, sodass man Dinge, die im Alltag selbstverständlich erscheinen, erneut ihren tatsächlichen Wert zumessen kann. Kurzum, für uns ist es die schönste Art zu reisen. Dunnottar Castle wirkt wie aus der Zeit gefallen. Über die Jahrhunderte ist hier viel passiert. Im 17. Jahrhundert wurden in der Burg beispielsweise die schottischen Kronjuwelen nur wenige Meter von feindlichen Soldaten entfernt versteckt. Noch heute weht der Wind durch die Ruinen, als würde er von Königinnen, Kriegen und unbeugsamem Mut erzählen. Doch manchmal müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die alles verändern können. Was machen wir denn jetzt? Die Frage der Fragen. Sollen wir es uns leicht machen oder machen wir es uns extra schwer? Naja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen überlegen. Ja, ich meine halt, wenn wir jetzt hier 2 Tage rumdüdeln, dafür Geld ausgeben, damit wir dann eine Fähre bekommen, die dann 10 Euro teurer ist, als wenn wir sie oben nehmen. Und wir können sie oben auch erreichen. Und dann müssen wir wieder alles zurückfahren und dann wieder hochfahren. Aber schön wär's schon. Vor allem gerade. Dreh die Kamera mal auf dich. Mal gucken, wie wir uns entscheiden. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen überlegen. Und da fährt sie dahin.
Tschüss, Fähre. Tschüss. Zum Glück entscheiden wir uns, der Ostküste weiter zu folgen, vorbei an Möwen, die lautstark das Kommando übernehmen und nach Fischen auf der Jagd sind. Und dann entdecken wir sie. Eine ganze Gruppe Robben, entspannt am Strand, als gehöre ihnen der Platz ganz allein. Selbst für Ostfriesen ein faszinierender Anblick und für uns ein ganz besonderer Moment. Nicht nur, weil Robben faszinierende Tiere sind, sondern auch, weil ich Michi insgeheim genau so nenne. Und wir haben gerade noch Robben gesehen davor. Das war auch herrlich, so viele Robben in freier Natur zu sehen. Richtig, richtig schön. Schick, schick. Manchmal sind es die alten Wege, die uns am weitesten tragen. Diese stillgelegte Bahnlinie, einst für Züge gebaut, gehört jetzt den Rädern. Wir lieben solche Strecken. Sie nehmen die Landschaft in ihrem eigenen Tempo. Nie zu steil, nie zu hastig. Oh, wie geil. Okay. Und während wir über die Brücke rollen, fühlt es sich fast so an, als würden wir nicht nur diesen Fluss überqueren, sondern auch all das verbinden, was hinter uns liegt, mit dem, was noch vor uns liegt. Wie cool war das denn? Richtung Inverness geht's, viel durch den Wald. Ist schön, so richtiger Waldboden. Und dann begann eine kleine Pechsträhne, bei der wir vor lauter Aufregung ganz das Filmen vergessen haben. Zunächst begannen Probleme mit Michis Vorderradnabe, dann haben wir Nessie im Loch Ness nicht gefunden. Und zuletzt bekam Michi eine Blasenentzündung. Ich bin sogar auf Kamera. Na? Schauen wir, dass wir die Fähre kriegen. Doch wir ließen uns die Stimmung nicht vermiesen und hielten auf der kleinen Fährfahrt nach Walen Ausschau, leider ohne Erfolg. Doch das alles bringt uns nicht aus dem Tritt und unser Weg in den Norden nimmt weiter an Fahrt auf. Auf Schlafplatzsuche. Dabei finden wir traumhafte Schlafplätze direkt am Meer. Das Rauschen der Wellen ist wie der Wind, der sanft durch das Gras streift, für uns ein treuer Begleiter geworden. Ist das nicht atemberaubend? Einfach geil. Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Oh. Was für eine Landschaft. Voll mit dem Sonne-Wolken-Regen-Mix. Richtig cool. Doch es sollte noch besser kommen. Ein doppelter Regenbogen. Direkt vor uns. Für kurze Zeit wie ein Tor in eine andere Welt. Wir haben nur ein Problem. Midges. Unglaublich viele. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Aber diese kleinen Mistviecher schaffen es während voller Fahrt, wenn man durch so einen Schwarm fährt, durch die Schlitze aufgehalten zu werden und dann krabbeln sie unterm Helm am Kopf und beißen und tun und machen. Bin kurz davor, das verdammte Netz aufzuziehen. Midges, das sind kleine blutsaugende Insekten, die einem das Leben schwer machen können. Bis zu einer Entfernung von 200 Metern können sie ihre Beute ausfindig machen, indem sie dem Kohlenstoffdioxid aus der Atemluft folgen. 20 Kilometer Bis zum Fähranleger. im Sonnenschein. Schottischer Sonnenschein. Flüssig. Ja, es regnet. Aber das schaffen wir schon noch. Es ist jetzt 18:47 Uhr. Boah, es sind noch so 1,5 Stunden, würde ich sagen. Und meine Schuhe, glaube ich, Oh, die werden nass. die halten den Regen nicht aus. Sehr gut. Bei mir ist es nur der Hintern und der Schritt dann.
Oh, das macht ja auch nichts. Aber dann habe ich die nächsten Tage nasse Schuhe. Das ist scheiße. Wir trocknen sie zum Geburtstag. Das ist mein Geschenk beim Lagerfeuer. Oh, ich kann die Kamera nicht mehr halten. Es regnet in meinen Ärmel. Machen wir auf alle Fälle. Euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Oh, noch ein bisschen müssen wir schauen. Und dann haben wir hier Strandfeeling. Ein bisschen weniger Regen. Weil direkt nebenan ist das Meer. Trotz der notdürftigen Reparatur in Inverness hält sich ein Problem. Aber Elias bleibt vorerst tapfer. Klingt wild. Klingt nach Sand im Lager. Wahrscheinlich fehlt da jetzt irgendeine Dichtung auch noch. Yippie! Am nächsten Morgen nahmen wir die Fähre zu den Orkneys. Und wie bei jeder längeren Überfahrt macht mindestens ein Auto auf sich aufmerksam. Haha, haben wir schönes Wetter. Nach gestern auch bitter nötig. Das ist ja ein Träumchen. Die Orkneys empfangen uns neben dem Sonnenschein mit klarem Wasser und Wind aus allen Richtungen. Wir überqueren die Insel von St. Margaret's Hope nach Kirkwall, aber erhaschen nur einen kleinen Blick. Die Orkneys schauen wir uns auf dem Rückweg genauer an. Am Fähranleger zu den Shetlands treffen wir zwei weitere Radreisende. You'll have to play that video every time you leave a country. When you go to a new country. Mit denen wir auf das Verlassen des Kreuzfahrtschiffes warten müssen, denn erst dann dürfen wir das Hafengelände betreten. Manch einer munkelt, es ist hier ein bisschen windig auf den Shetlands. Ist traumhaft, weil keine Wind ist. Dafür Gegenwind Richtung Süden. Was aber heißt, wenn wir die kommenden Tage Richtung Norden fahren und der Wind nicht dreht, ist optimal. Das hoffen wir jetzt einfach mal. Wir hoffen einfach mal, dass der Wind dann nicht dreht. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen was vor uns. Boah, so 30, 40, 50, 60, 70 Kilometer. Doch bevor wir so richtig Fahrt aufnehmen, entdecken wir bei Lerwick einen alten Broch. Der Broch von Clicheman ist etwa 2000 Jahre alt. Solche Rundbauten findet man nicht nur auf den Shetlands, auch auf den Orkneys und äußeren Hebriden, sowie im Norden des britischen Mainlands. Sie stammen aus der Eisenzeit und dienten als Wohnstätte. Einige waren von weiteren Gebäuden umgeben und bildeten in Summe richtige Siedlungen. Traue ich mich nicht durch. Nach der kleinen Zeitreise geht es voll motiviert gegen den Wind in den Süden Shetlands. Die Landschaft zieht uns sofort in ihren Bann. So Momente, die kann man einfach gar nicht richtig einfangen. Man kann zwar versuchen, mit dem Handy, ganz ehrlich, wenn man so ein Werk kommt, Wahnsinn. Obwohl die Landschaft karg erscheint und das Wetter nicht optimal ist, beeindruckt uns der abgeschiedene Ort. Besonders skurril, wir überqueren zum ersten Mal ein Flugfeld mit dem Fahrrad. Hier heißt es, da muss man schnell sein. Und unser Ziel rückt in den Blick. Da vorne ist der südliche Leuchtturm. Doch nicht nur der südliche Leuchtturm wartet auf uns. Wir haben großes Glück. Denn in wenigen Tagen werden die Klippen wieder leer sein. Wir treffen auf Papageientaucher, im Englischen Puffins genannt. Sie sind faszinierende Tiere und sehen dabei unglaublich süß aus. Doch haben sie es in sich. Puffins schlagen mit ihren Flügeln bis zu 400 Mal pro Minute und tauchen bis zu 60 Meter tief, um kleine Fische zu jagen.
Zudem verbringen sie den Großteil des Jahres allein auf offener See, fernab jeder Küste. Nur zur Brutzeit kehren sie zurück in die kleinen Höhlen an Land. Wusstet ihr, dass Puffins scheinbar monogam sind? Sie paaren sich meist ein Leben lang mit demselben Partner. Um die Brut und Aufzucht der Jungvögel kümmern sich die Eltern dann in gleicher Weise. Sobald die Jungvögel groß genug sind, schwimmen sie auf das offene Meer hinaus und kommen nie wieder zur Kolonie zurück. Wir verlieben uns sofort in die kleinen, viel zu zutraulichen Tiere und können unseren Blick kaum abwenden. Doch irgendwann wird es auch für uns Zeit, weiterzuziehen. Ist das nicht ein traumhaftes Wetter, was wir hier haben? Irre. Und hier hätten wir so einen kleinen Shelter gefunden zum Wale beobachten und Delfine. Dementsprechend beliebt ist es natürlich auch. Ja, weil es eine traumhafte Aussicht und wir haben ein super Wetter auf den Shetlands jetzt im Süden. Ja, herrlich. Mehr kann man nicht sagen. Einfach toll. Was für eine wunderbare Aussicht dieser Morgen. Guck mal, wie der Berg da hinten sogar noch leicht in den Wolken ist. Richtig schön. War eine super Entscheidung, einfach spontan hier zu bleiben und nicht zu dem Strand nach Bigton zu fahren. Aber das holen wir jetzt nach, genau. Neben karger Landschaft beeindrucken die Shetlands mit weißen Stränden und kristallklarem Wasser. Manche Strände sind sogar doppelseitig, so wie hier der St. Ninians Beach. Kalt und jetzt brauchen wir einen Schlafplatz. Doch ein Schlafplatz ist schnell gefunden. Neben der alten Tingstätte bei Tingwall schlagen wir unser Zelt auf. Tingstätten waren Orte der Volksversammlung und Rechtsprechung. Während das Wetter umschlägt, verkriechen wir uns ins Zelt. Doch der Morgen begrüßt uns bereits wieder mit Sonnenschein. So, wir haben heute richtigen Gegenwind. Nein, Rückenwind haben wir heute. Sodass wir gerade mit 36 einfach einen kleinen Hügel hochfahren konnten. Heute sind es theoretisch noch 88 Kilometer bis ganz hoch in den Norden. Wenn wir das schaffen, dann sind wir gut. Aber richtig. Haben wir mal was richtig gemacht, was den Wind angeht. Sonst kommt er bei uns ja meist von vorne. Aber jetzt von hinten. Einfach ein wahnsinniger Wind. Zum Glück von hinten. Durch den starken Rückenwind getrieben, kommen wir schneller voran als gedacht. Uns bleibt sogar Zeit, in der atemberaubenden Landschaft rekonstruierte Spuren der Wikinger zu entdecken. So gehe ich ans Steuer eines Drachenbootes. Geschafft! Über 100 Kilometer hat uns der Wind über die Inseln der Shetlands getragen. Das nördlichste Ende von Großbritannien. Und bei wechselhaftem Wetter, jetzt wieder Sonnenschein, verlassen wir den nördlichsten Punkt, das Ende der Side Route Number 1. Traumhafter Strand, wir hatten 2 kleine Robben hier und ganz, ganz viele Austernfischer. Hier ist auch noch so ein kleiner Bachlauf. Da konnte man sich noch richtig schön waschen und die Robben waren hierhin. Gleich hier hinter dem Hügel ist das so ein neues Space Center und da wird im Oktober eine Rakete starten. Haben wir jetzt leider natürlich noch nicht, oder zum Glück, es ist brutal kalt. Und wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt weiter keinen Regen haben. Dann geht's jetzt los. Soll ich dir mit dem Tor helfen? ab jetzt drehen wir um. Unser Weg führt uns nicht mehr in den Norden, sondern zurück in den Süden. Da kann das Wetter doch eigentlich nur wärmer werden, oder?
Ja, und da sind wir gestern hochgefahren. Und das letzte Stück hier mit dem Schotter musste man dann tatsächlich, weil es geht hier so weiter nach oben, muss man dann tatsächlich schieben. Das war unser Spaß für den Abend. Ja, und wir müssen schauen, dass wir unsere Fähre um 16:30 Uhr noch bekommen, damit wir Fish and Chips essen können. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, so ein 11er, 12er Schnitt werden wir dafür fahren müssen. Aber solange es so bergab geht, ist das kein Problem. Ja, da kommt sie an, wir kriegen sie! Warum? Auf dem Rückweg verbringen wir noch eine Nacht auf der Insel Mackelrö. Das Licht bleibt bis spät in den Abend und der Strand ist menschenleer. Hier stimmt alles. Farbe, Geräusch, Gefühl. Das ist unser Schlafplatz heute. Wer hier zeltet, schläft mit dem Atlantik als Nachbarn und wacht mit dem Ja, Rauschen ist es. der Wellen auf. Genau. Und Schnucken. Ganz viele Schnucken. Und es werden noch mehr. Ja, ist halt ein bisschen. Da wird halt morgen ein bisschen sportlich, hier lang zu graveln. Da mal gucken. Oh Gott, sind das viele Schnucken. Da kommen noch mehr. Ja, ich habe dich auch gesehen. Ach, wie Wahnsinn. Ach, den Strand. Irre, oder? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist alles voll mit Mitches. Und hier vorne am Netz hängen noch wenige, aber ich glaube auf hinten stellt er nicht scharf. Doch, da. Alles voll. Michi hat sich gerade schon rausgewagt, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben einen kleinen Privatstrand. Und ich traue mich noch nicht raus. Mal gucken, was er gleich sagt, ob draußen weniger ist. Ja, so sieht das bei uns hier aus. Mit meiner verdrehten Mütze. Herrlich. Boah, die wilde Stimme. Wenn die Mitches nicht da wäre, das wäre doch traumhaft. Kann es einen schöneren Ort geben? Wir haben unser kleines Paradies gefunden. So, heute lassen wir Emil und Elias mal stehen. Und gehen auf Wanderschaft. Ein paar Kilometer. Wir gucken uns den Leuchtturm an und schauen, ob wir schöne Klippen finden. Mal schauen, ob die Füße das mitmachen. Die Shetlands zeigen uns, dass es nicht darum geht, Kilometer zu machen, um möglichst viel in kurzer Zeit zu sehen. Viel zu häufig lassen wir uns noch verleiten und verlieren uns in einem durchgetakteten Rennen von einem vermeintlichen Highlight zum nächsten. Doch die wahren Highlights findet man in keinem Reiseführer und sie haben auch keine 5-Sterne-Bewertungen, denn sie liegen in unserer Wahrnehmung und somit in jedem Moment, den wir bewusst mit allen Sinnen erleben, der uns überrascht, den wir einsaugen und der in unserem neuronalen Netz ein wahres Feuerwerk veranstaltet. Darum wollen wir in Zukunft versuchen, mehr Auszeiten in der Natur zu nehmen, sie zu genießen und Routinen mit kleinen Abenteuern zu durchbrechen. Denn uns geht es darum, zufrieden und glücklich zu sein und nicht die beste Route mit den schönsten Sehenswürdigkeiten, den meisten Kilometern in der kürzesten Zeit zu strampeln. Erstmal die Linse hier sauber machen. Ja, unser kurzer Ausflug auf die Shetlands neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Wir fahren heute nach Lerwick zurück, werden dort zelten. Jetzt haben wir noch ganz gut gegessen. Bisschen Fish and Chips. Allerdings haben wir nicht Fish and Chips gegessen, sondern beide Burger mit Chips. Und morgen machen wir einen ganz entspannten Tag, damit wir die Fähre nicht verpassen und noch ein bisschen was am Blog machen können. Und so verabschieden wir uns von den windigen Shetlands, die uns zum Staunen und das ein oder andere Mal zum Nachdenken gebracht haben.
Auf unserem Weg hierher fanden wir traumhafte Schlafplätze, erlebten magische Momente und trotzdem dem zeitweise rauen Wetter. Besonders die Tierwelt wird uns in Erinnerung bleiben. Seien es Robben, niedliche Puffins oder die etwas garstigen Midges, die einen schier in den Wahnsinn treiben können. Doch unsere Reise in Schottland ist noch nicht vorbei. Es warten weitere geschichtsträchtige Orte auf den Orkneys und verwunschene Landschaften auf der Insel Skye. Doch wird uns der starke Gegenwind auf den äußeren Hebriden in die Knie zwingen? Wie viel Wind, wie viel Regen, wie viele Midges können wir ertragen, bevor wir einfach nur noch zurück wollen? Wir wissen es nicht, doch radeln jetzt voller Zuversicht gen Süden. Es regnet, die Kopflampe ist an bei uns beiden. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwo einen Schlafplatz finden. Wir sehen uns am Schlafplatz.